Wir erzählen euch heute von Memento Mori oder wie wir es liebevoll nennen, das Album des Schreckens. Es wirkte fast, als würde eine höhere Macht zu verhindern versuchen, dass dieses Werk vollendet wird. Und wie das genau ablief, erzählt euch unser Hauptmann. Ich fang mal an. Also alles begann mit der Tourabsage, das 11. Gebot Tour. Es war einfach Tabula Rasa. Dann der Schock. Hody verunglückte mit dem Mountainbike episch im Wald. Die ersten Songideen, und die waren auch gar nicht so schlecht, entstanden auf dem Krankenhausbett. Zum Beispiel der Rausch der Barbarei entstand im Medikamentenrausch. Ich war wirklich sehr, sehr zugedröhnt. Es war ein sehr, sehr schöner Rausch. Aber es gibt schönere Orte, wo man Songideen entwickeln kann. Absolut. Während Hody also völlig bedröhnt Songs schrieb, hatten wir ein episches Endgegner-Megaprojekt zu stemmen, die letzte Schlacht. Es war wirklich einfach grauenhaft krass, was wir da einfach zusammengetragen haben. Und kurz danach, aber auch der nächste Schock, nach langjähriger Freundschaft und Zusammenarbeit, gingen Feuerschwanz und Sir Lancelot getrennte Wege und auch das alles mitten im kreativen und Songwriting-Prozess. Dann, während des Schreibens des Albums Memento Mori mit 18 Mega-Blockbustern, die wir uns vorgenommen hatten, erstmal die Freude, Juhu Videodreh. Juhu Videodreh, aber abgesagt wegen Unwetterwarnung. Es wurde schrecklicher Niederschlag und Hagel und sonst was vorhergesagt. Wir haben uns nicht getraut, die Burg zu erklimmen. Wir dachten, unsere Techniker werden vom Blitz getroffen. Und was ist passiert? Sonnenschein. Nix. Genau, nichts. Ja, nix. Nichts. Wir saßen dann an dem Wochenende frustriert im Biergarten bei strahlendem Sonnenschein, haben uns ein Bier nach dem anderen reingeschüttet und alles war natürlich schon abgeblasen. Man konnte nicht morgens noch schnell das Filmteam doch auf die Burg karren. Es schien die Sonne und wir haben kein Video gedreht. Genau. Epischer Fail. Dann der zweite große Videodreh. Uns war klar, das muss was Besonderes werden. Feuerschwanz, wir wollen ein Drachenboot. Es gibt nur 2 europäisch gültige Drachenboote in Deutschland. Eins auf dem Chiemsee und eins an der Nordsee. Und wir haben versucht, das am Chiemsee zu kriegen, weil es natürlich näher dran ist bei uns. Wir haben uns durch alle bayerischen Behörden durchgefragt. Wir haben den Passierschein A38 ausgefüllt. Wir haben wirklich mit Geld um uns geworfen und am Ende wurde es einfach viel zu teuer und viel zu aufwendig. Drohnenflugverbot. Hast du nicht gesehen, Naturschutzgebiet, man darf nur so drehen, man darf nur morgens drehen, man darf nur kurz drehen. Die haben es uns einfach kaputt reguliert. Also auf an die Nordsee. Keine Überfallschlacht in Bayern. Wir sind an die Nordsee gefahren. Dort hat's geklappt. Und als naive Franken haben wir uns das so vorgestellt, dass wir dann an der Nordsee stehen auf einem Cliff. Und die Sturmwolken brausen über unsere Köpfe hinweg. Die See ist stürmisch und wild. Wellen klatschen an die Felsen. Und wie war's? Ja, ich hatte mir noch einen dickeren Gambinson gekauft, damit an der Nordsee sozusagen nichts passiert, wegen dieser Sturmflut oder dieser Kälte an der Nordsee. Und was passierte? Ja, 30 Grad im Schatten. Florida-Feeling. Flaute, kein Lüftchen regt sich, die See ist spiegelglatt. Und anstatt epischer Sturmwolken gab es nur im Hintergrund eisschleckende kleine Kinder, die durch die knöcheltiefe, lauwarme Nordsee planschten, während wir unsere Waffen, Fahnen, Flaggen, Kameraequipment und Instrumente und Schlagwerke an den Strand schleppten und uns dabei tot schwitzten. So war es beim Drachenboot. Wir wurden von halbgebräunten Urlaubern beobachtet, während wir unsere Show ablieferten zu Untot im Drachenboot. Aber sie haben es doch sogar abgefeiert. Sie haben es abgefeiert. Das ist der einzig positive Punkt dieses Albums des Schreckens. War dieses erste schöne Feedback am Strand. Ja. Die Urlauber haben es abgefeiert und wir dachten, oh Scheiße. Während mir erstens der Schweiß im Gambison herunterlief und ich mit einem Regenschirm in einem Sonnenstuhl saß, um den Hitzetod zu vermeiden. Ja, der Hauptmann sah aus wie ein kräuseliges, gares Spiegelei. So war's. Dann kam der dritte Videodreh. Alles schien glatt zu laufen.
Es lief alles perfekt. Wir haben sogar ein 250 Kilo Benzinaggregat oder Dieselaggregat durch den Wald geschleppt, in eine Höhle, den Abhang hinunter. Wir wollten nämlich in einer Höhle drehen. In einem fränkischen, epischen Wäldchen. Und alles lief perfekt, alles lief glatt. Wir haben das Video abgedreht. Die Band durfte mittags sogar schon nach Hause gehen. Wir waren fertig sozusagen und haben uns gedacht, Feuerschwanz steht nicht still, wir gehen einfach direkt weiter ins Studio, anstatt nach Hause. Und das, liebe Freunde, war ein Fehler. Ich spürte ein leichtes Kribbeln in der Nase. Mehr hatte ich nicht wirklich im Gefühl. Und es stellte sich raus. Impfdurchbruch beim Hauptmann. Notfall, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht. Wir fragten den Hauptmann noch, was hast du denn an der Nase? Und er so, ach, das ist nur eine Fleischwunde. Ich habe nur ein bisschen Allergie. Ich gehe jetzt erstmal singen. Mir tropft nur ein bisschen Met aus der Nase, kein Problem. Und der Hauptmann ist ins Studio gegangen zum Singen. Wir sind alle mitgekommen. Hans, ich und Simon Michael, unser Produzent, waren in diesem Raum, während der Hauptmann die letzten Zeilen fürs Album mit Corona infiziert eingesungen hat. Und das ist eine schlechte Idee. Das sollte man nicht tun. Unsere kleine Feldstudie hat gezeigt, 100% Ansteckungsrate, wenn ein gerüsteter Ritter mit Corona Warriors of the World singt, dann werden alle in diesem Raum Reiten sich leider doch ein bisschen die Spuckepartikel. alle infiziert und Alle. Es hat für mehrere Wochen die Band dahin gerafft. Wir sind alle mehr oder weniger gut durchgekommen, aber es war die heißeste, mega wichtige Albumphase. Der Mix musste fertig werden und das Master musste fertig werden. Und unser Hero Simon Michael hat es an diesen letzten Tagen auch geschafft, mit Corona sich im Studio selbst zu isolieren. Er hat sich sozusagen mit Gaffertape die Tür zugetaped, dass sozusagen nicht mal der Postbote reinkommt. Er hatte der bayerischen Gesundheitsbehörde seine Adresse gemeldet, also sein Studio. Und da drin hat er fiebrig, zitternd, im Liegen das Album zu Ende gemischt. Unser Held, das war wirklich voller Kampfeinsatz. Absolut. An der Feuerschwanz. Und es war ein Blindflug, denn Hody hatte praktisch zusätzlich zu Corona auch eine Nasennebenhöhlenentzündung, sodass er keine Abhören war unmöglich. Aber das war mir noch nicht so ganz klar in dem Augenblick. Ich habe immer Feedback gegeben zu den Mixen und eigentlich habe ich nur 10% gehört von dem, was man hätte hören können. Das war in etwa so, wie wenn man ein köstliches Gericht zubereiten muss und eine Plastiktüte über die Zunge gestülpt hat. Ganz genau. Aber es ist trotzdem geil geworden. Oder gerade deshalb. Das ist dieser Memento Mori Durchhalte-Spirit. Und den hat nur dieses Album. Genau. Aber es ging noch weiter. Das war noch nicht alles. In dieser Zeit ist zusätzlich noch etwas passiert. Einer der wenigen Auftritte musste des Jahres. abgesagt werden. Zum ersten Mal in meiner Karriere konnte ich den Auftritt nicht spielen. Die Pulveraffen sind eingesprungen, oder? Danke an Mr. Early und die Pulveraffen. Die Danke, Leute! Sind für uns eingesprungen in Rastede. Und 2 Wochen später waren dann die Quarantänezeiträume gerade so vorbei. Wir waren eigentlich noch überhaupt nicht fit, aber wir haben wieder gespielt in Wald am Rhein. Sind wir zurück auf die Bühne. Genau, danke für die Beatmung von den Malteser Hilfsdienst, die mir dann noch ein Sauerstoffgerät über Stück gestimmt haben. In die Rüstung angeschlossen. Genau. Ja, mit letzter Kraft spielten wir den letzten Gig und dann kam auch schon der nächste epische Fail beim Videodreh. Denn Corona ist nicht genug, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen. Wir haben dann noch ein Video mit vielen tollen Stargästen geplant gehabt. Das wollten wir drehen. Wir hatten eine Burg dafür bereitgestellt. Und eine Woche vor dem Videodreh kam die nächste Katastrophenmeldung. Einer unserer Gastsänger, unser Freund Alia, der Bescheidene. von Saltatio, Genau. Hörsturz bei Saltatio. Auftritt abgesagt und Videodreh auch abgesagt. Wir haben das komplette Drehbuch umgeschrieben, damit wir das irgendwie hinterher noch zusammenbekommen mit Alia. Ja. Und das war die nächste große Katastrophe im Hause Feuerschwanz Memento Mori. Der Mann ist zum Glück wieder gesund mittlerweile. Genau. Ihm geht's wieder gut, das ist das Allerwichtigste und das Video kriegen wir auch trotzdem in den Kasten. Unser Dreh allerdings auf der Burg war dann, Schrecklich. genau, kalt. Die ersten Winterwinde wehten über eine fränkische Burg. Sehr, sehr herausstechend in der Landschaft. Ja. Und plötzlich war der Hauptmann froh, dass er so einen fetten Gambeson trägt. Genau. Ich hatte mir allerdings einen dünneren Gambeson diesmal gekauft und um diesen Fail an der Nordsee zu vermeiden, aber
Ich fror wie ein Schneider, selbst ich auf dieser Burg. Selbst der Hauptmann. Also ein Epic Fail jagt den nächsten und Fazit ist, Memento Mori wirkte wirklich, als würde Odin höchst selbst versuchen zu verhindern, dass dieses Album fertiggestellt wird. Aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Und es ist vielleicht genau deshalb gerade das Beste, was Feuerschwanz je abgeliefert hat. Denn wir sind auf Angriffsmodus. Holt sie euch.